absoluter Albtraum. Also wirklich, sie war in einem Tuch eingerollt, hatte nur so eine Sauerstoffbeatmungsmaske und die haben die runtergetragen und ich habe gedacht, was geht hier ab? Man denkt, man stirbt. Dem Verdächtigen wird fahrlässige Körperverletzung und Baugefährdung vorgeworfen. Wann die Nachtresidenz wieder öffnen darf, ist noch unklar. An dem Abend habe ich leider auch hier gesessen, habe mich auch gefragt, ob wir noch mal öffnen. Ich habe an nichts mehr geglaubt. Ich habe mir gedacht, das ist das Ende. Mein Name ist Marcel Oebracht, ich bin 38 Jahre alt und bin hier in der Nachtresidenz der Chef. Also die Nachtresidenz in Düsseldorf ist deutschlandweit bekannt, spielt in der Liga P1, The Pearl in Berlin, Gibson Frankfurt und dementsprechend ist es schon sehr, sehr wichtig, dass es die Nachtresidenz gibt. Die Nachtresidenz, das ist etwas ganz anderes als das, was es heutzutage noch so gibt. An dieser Form gibt es diese Großraumdiskotheken ja eigentlich fast gar nicht mehr und deswegen ist die Nachtresidenz einfach noch ein Erlebnis. Ich bin Carina Oebracht, ich bin die Frau von Marcel. Meine Aufgaben hier in der Nachtresidenz sind die Veranstaltungen zu organisieren, zu planen, durchzuführen, Buchhaltung plus die Assistenz von Marcel. Also man kann schon fast sagen, das Mädchen für alles. Wir sind hier so riesig und es ist einfach mal wieder ein Erlebnis, in so einer Großraumdiskothek zu sein. Also wenn du hier hinkommst, dann hast du nicht nur Konfetti, sondern auch Flammenwerfer und Eisfontänen. Und wir haben richtig geile Tänzerinnen, wirklich, die so in den Wänden stehen, so richtig Ibiza-Niveau. Das ist etwas, was einen hier erwarten kann. Es sind 3 verschiedene Räume, man hat verschiedene Möglichkeiten, Musikrichtungen. Man kann auch einfach mal in seiner Ecke bleiben, wo man ist und einen richtig geilen Abend für sich haben, weil das hier so groß und weitläufig und auch zum Teil versteckt ist, dass man auch mal richtig hier feiern kann, ohne dass der Arbeitskollege sagt, hör mal du, bist aber steil gegangen, du. Prominente, ja, da haben wir auch bei uns im Büro so aufgereiht. Campino von den Toten Hosen, Paris Hilton, Loredana, Bausa und wir haben Sido da gehabt. Leute. Ich wollte euch mal Bescheid sagen, dass ich in der Nachtresidenz in Düsseldorf residieren werde. Auch privat sind halt sehr viele Fußballer immer bei uns im Hause. Jeremy's Next Topmodels habe ich hier schon gesehen. Also das ist schon ein geiles Klientel, was hier auch so rumläuft. Til Schweiger hat ja schon Filme gedreht. Das Potenzial sieht man dem Laden ja von außen nicht an. Aber wenn er erstmal drin ist, hat das schon eine ganz bestimmte Wirkung. Ich bin der Chris, ich bin seit 2002 hier in der Nachtresidenz tätig, leite hier die Sicherheitsabteilung, das heißt, mache die Selektion, kümmere mich um alles, was hier so anfällt. Wenn jemand ein Problem hat, egal in welcher Form, kann er immer gerne zu mir kommen, weil ich glaube, ich bin mittlerweile auch der älteste Mitarbeiter hier. Für mich ist die Nachtresidenz eigentlich ja, so wie der Mittelpunkt in meinem Leben. Ich bin jetzt schon 20 Jahre hier. Ich habe halt gute und schlechte Zeiten hier miterlebt. Ich habe sehr viele Mitarbeiter kommen und gehen sehen, von Betreiber über Geschäftsführer, über Toilettenleute, über Türsteher. Und man kann in meinem Job nicht sagen, ich komme hier hin und dann gehe ich nach Hause. Das bestimmt halt schon den Lebensablauf, ne? Also gerade wenn man an der Tür arbeitet, nimmt das schon einen großen Einfluss auf das tägliche Leben halt. Keine Kirche ist ein Club, ne? Dass das ein Theater ist und so ist ja normal.
Also du hast richtig geile Abende, die auch witzig sind. Du lachst auch viel. Du hast aber auch echt sehr unangenehme Abende, wo du bedroht wirst mit Messer, mit Pistole und sowas. Das hast du halt auch. Ne? Also das ist jetzt nicht immer Kindergeburtstag. Du weißt halt nie, wer kommt und was am Abend passiert. Kann ja auch mal kippen. Ich meine, du kannst auch mit der Kugel im Kopf in der Mülltonne landen. Theoretisch. Ich hatte, wie gesagt, schon 5-mal die Nase gebrochen. Ich habe hier ein paar Schnittwunden gehabt und so einen Scheiß. Also geschossen wurde noch nicht auf mich, aber den Rest habe ich schon gut durch, ja. Ich würde hier für diese Bude irgendwie alles machen. Komischerweise. Man braucht sowohl diesen Stress, wenn ich im Alltag zu Hause sitze und das nicht habe, dann weiß ich gar nicht, wohin mit meiner Energie. Diese schlaflosen Nächte, sonntags morgens um 10 Uhr wach zu werden, mit 4 Stunden Schlaf, nach rauszugehen und Mittagessen zu haben, das fühlt sich einfach nach Leben an. Das ist einfach Leben. Man muss das fühlen, um das zu verstehen. Aber das tun auch wirklich nur Gastronomen und Leute, die mit der Szene zu tun haben. Was mich immer begeistert, ist, wenn man 4 Wochen oder auch teilweise auch noch viel kürzer Dinge plant mit dem Team, Ideen selber im Kopf hat, Ideen aus aller Welt, die ich so gesehen habe, hier umzusetzen. Bin ja sehr viel auch gereist. Dann hier in einer gewissen Art und Weise auch als Vollendung zu sehen. Und das ist mein Lebenswerk. Das ist ein richtiges Unternehmen. Das weiß man gar nicht. Weil man denkt wirklich, okay, es ist diese Partyszene, Drogen, Drugs, Sex, Alkohol, keine Ahnung. Am Ende des Tages ist das hier ein ganz normales Unternehmen. Meine Oma versteht halt immer noch nicht, was ich hier mache. Die sagt immer, bist du wieder im Geschäft? Und ich sage, ja, ich bin im Geschäft, Oma, alles gut. Ich bin Caro, ich bin 24 Jahre alt. Also mein Hauptaufgabenbereich ist das Social Media Management, sprich die Planung der Postings, wann was online geht, und das VIP-Management, sprich alle Reservierungen, die hier eingehen für unsere Tische und Lounges, die landen bei mir am Ende auf dem Tisch. So, welcome to my crib. Das ist unser wunderschönes Büro, damit ihr auch mal seht, wie das hinter den Kulissen hier so aussieht. Messy nämlich. Also, das ist ein Geschenk vom Christian, glaube ich. Christian, ist das eigentlich von dir gewesen, die Schoki? Ach so. Ja. Verschenkst du nichts einfach so? Ja, zwei nette Kollegen. Ja. Das ist hier, wenn man im Nachtclub arbeitet. So ist das hier. Harmonisch. Das muss man mal ganz kurz dazu sagen. Jeder von uns nimmt hier den Wischer in die Hand und den Staubsauger. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Das passiert. Ja. Hier ist jeder einmal dran. Wir sparen uns die Putzfrau. Alles teurer geworden. Wir müssen Einbüßen machen. Also wir nennen das hier immer den Hühnerstall. Und das ist es eigentlich. Hier saß ich auch früher. Es hat viel Spaß gemacht. Aber ich konnte nicht mehr. Und dann läuft meistens auch noch irgendwie Musik im Hintergrund. Rocher ist auch noch am Start. Also das ist so das Kreativbüro eigentlich. Der Marcel kommt ja auch sehr, sehr gerne rein, weil der kommt dann hier rein, der setzt sich dann hier hin und brainstormt dann mit dem Erik oder mit mir oder mit wem auch immer. Ne? Wir kommen auch wirklich auf tolle Ideen hier und man spricht einfach miteinander und viele Ideen entstehen dann einfach so. Deswegen sind diese Wände auch so vollgeschrieben. Wir versuchen hier den Gast einfach aus seinem Alltag rauszuholen und einfach irgendwie eine coole Experience zu bieten. Ist das alles ein bisschen fake? Ja, auch. Es gehört auch ein bisschen Fake sein bestimmt dazu, beziehungsweise sich größer machen, als man eigentlich ist. Ne? Man muss natürlich immer sagen, hey, hier sind die geilsten Partys und die besten DJs und so. Ne? Und am Ende des Tages, wir versuchen natürlich auch nur zu überleben. Die ganzen Events, die Vorbereitungen, das ist so, keine Ahnung, wie jemand süchtig nach Fitnessstudio ist, bin ich süchtig nach Arbeiten. Und genau das ist es halt hier perfekt für. Es ist so ein Club. Ja, unser Wohnzimmer halt, ne? Aber was hier schon alles passiert ist, das kann man sich gar nicht vorstellen. Legenden aus der Nachtresi. Das Keramikbett. Mittags um 13 Uhr kriegen wir dann einen Anruf von der Polizei, dass sich noch ein Gast bei uns in den Räumlichkeiten befindet. Die Dame ist nämlich auf der Toilette eingeschlafen. Die Feuerschutztür schließt zu und das Rolltor war leider auch zu. Bedeutet, sie war gefangen. Der Schamane. Bei unserem Open-Air-Event brauchten wir natürlich gutes Wetter und es sah sehr schlecht für uns aus. Daraufhin haben wir dann einen Schamanen bestellt, der uns dann gutes Wetter hervorgeschwört hat. Es hat super geklappt. Die Bitcoin-Mine.
Marcel bekam dann einen Anruf, dass bei uns im Serverschrank mehrere Grafikkarten gefunden wurden, womit unser alter Haustechniker und sein Kumpane gemeinsam Bitcoins bei uns oben gemeint haben. Die haben seit 2 Jahren unseren Strom benutzt, Tag und Nacht, 24 Stunden. Und das ist echt eine Menge, was da zusammenkommt. Die Darmsanierung. Top 10 meiner kuriosesten Storys ist, wo wir den Krankenwagen rufen mussten, weil ein Gast sich die Klobürste in den Arsch gesteckt hat. Und ja, wie er dann abtransportiert wurde, sah man hinten dann nur noch den weißen Stängel rausgucken unter der Decke. Der Sofamann. Da kam dann die ganze Zeit über Funk mit dem Sofa. Ich habe mir was für ein Sofa? Wie dann Christian bei mir im Nachtbüro stand, habe ich ihn dann gefragt, was für ein Sofa eigentlich? Ja, dann bin ich runtergegangen und dann habe ich mal mit dem Fuß gegen das Sofa getreten. Und dann hat sich das Sofa auf einmal bewegt. Dann habe ich gedacht, was ist das denn? Hast du jetzt auch schon einen an der Klatsche? Und dann habe ich noch mal etwas fester vor das Sofa getreten. Dann ist das Sofa aufgestanden. Da war das ein Typ, der saß da so wie so ein Sofa halt mit seiner schwarzen N65-Jacke und hat sich darauf einen abgefeiert, dass die Leute auf den drauf gesessen haben. Habe ich auch noch nie erlebt. Also da stand auf einmal dieser Hühne auf aus der Ecke und da stand dieses 2 Meter Sofa da vor mir. Und dann sage ich, hör mal, Junge, wisst ihr, die alles in Ordnung oder was? Und dann meinte er, ja, alles in Ordnung. Hat er seine Jacke genommen, ist hier. Das Coronavirus schränkt das öffentliche Leben in Deutschland mehr und mehr ein. Kulturelle Angebote werden gestrichen, Bundesländer sagen größere Veranstaltungen ab. Am 13. März 2020 saß ich ja zu Hause mit Carina zusammen. Es war eine ganz schwierige Entscheidung, weil man ja den Laden noch auflassen konnte. Ich habe mich dagegen entschieden, zum allgemeinen Wohl die Nachtresidenz nicht zu öffnen und die Pandemie nicht anzufeuern. Und von dem Zeitpunkt an haben wir keinen einzigen Euro verdient. Ich habe nur von meinem Ersparten gelebt. Ich sagte, wie es war. Ich lag im Wohnzimmer. Wir waren ja mitten im ersten Lockdown. Und dann habe ich mir gedacht, Okay, gut, jetzt wo die Nachtresidenz schließen musste. Ich nutze jetzt die Zeit, während die anderen auf der Couch liegen. Und ich glaube, es hätte eigentlich gar keinen besseren Zeitpunkt treffen können als diesen. Gesagt, getan, Teammeeting, alle zusammengerafft und habe eine Analyse von dem gemacht, was hier alles scheiße läuft. Was man alles besser machen kann. Dann haben wir angefangen, Umbaumaßnahmen zu machen, die Böden hier rausgerissen, das DJ-Pult hochgesetzt, strukturelle Investitionen getätigt, die uns finanziell nach vorne bringen. Was hält Sonntagsbeschäftigung? Aggression davon! Sieht stylisch aus, würde ich so lassen, ist Kunst. Also der Spirit, der damals dann hier so war, das hieß dann, Marcel und ich sind abends um 22 Uhr, bis dann irgendwann einer von uns beiden, glücklicherweise nicht ich, in den Nagel getreten ist. Also das ist wirklich, man hat einfach hier gelebt. Also wir Mädels haben ein bisschen weniger mitgeholfen, weil wir halt nicht diese schweren Arbeiten machen sollten. Aber die Jungs waren wirklich alle. Es ist einfach ein Riesenteam, es ist eine starke Familie, die wir haben. Es haben einfach alle mitgeholfen. Ja, es war für alle schon ein richtiger Scheißjob. Also das hätte auch keiner mit gerechnet. Diese Ausmaße, die am Ende da zum Tragen gekommen sind, hätte sich auch keiner ausgemalt. Also ich meine, der Laden sah ja aus wie eine Vollkatastrophe. Also es gab keine Ecke, wo kein Dreck und kein Staub und kein Getränkespritzer oder Blutreste oder was weiß ich. Wir haben halt sehr viel in Eigenregie versucht, so gut wie möglich zu machen. Ja, im Sommer war es so, dass wir natürlich aufgrund unserer Renovierungsarbeiten natürlich dann auch irgendwann da angekommen sind. Also der Vermieter wollte dann, dass wir eine neue Decke einsetzen.
weil die schon an ein paar Stellen ein bisschen porös war. Und bei dem einen oder anderen Abend hat man schon ein paar Stückchen immer so, ne? Ist immer runtergekommen. Und dann haben wir da Netze drunter gespannt, damit die so kleinen Gebrösel halt auffangen. Wir haben ja hier die Decke, haben wir hier damals einreißen lassen. Das Problem war, wir hatten ja ein relativ knappes Zeitfenster. Das heißt, am Anfang mussten wir von der Empore diese ganzen Trümmer, die Steine und was immer in Kisten und in Eimern komplett runtertragen durch die Passage und dann draußen in den Container. So, und ich hatte halt das Vergnügen, diese fetten Kisten immer nach oben zu stemmen und in den Container rein. Und das haben wir dann 4 Tage gemacht und danach war die Schulter irgendwie Schrott. Also wir mussten alle sehr hart arbeiten, ihr tatsächlich. Bei bestimmten Arbeitsabläufen sagt Marcel ja auch schon mal, ja mach das mal eben. Das ist aber nicht mal eben, ist halt ein bisschen mehr Aufwand, weil er halt handwerklich eigentlich keinen Plan hat. Also mir ist das eigentlich wurscht, ob er dann da ist oder ob er ein paar Tage weg ist. Das läuft auch so. Und irgendwann, glaube ich, sind auch alle mal dankbar, wenn der Marcel mal nicht da ist. Dann können die mal auch wieder ein bisschen durchatmen. Es ist eigentlich, also nicht, es ist ein falscher Zeitpunkt wegzufahren, wenn man so will. Aber auf der anderen Seite, die letzten Wochen waren so zeitintensiv, auch so nervlich, strapazierend. Aber wäre ich jetzt im Büro, würde es mir beschissener gehen. Man braucht halt auch einfach mal so ein paar Tage, wo man mal wieder rauskommt, wo wir einfach mal wieder Zweisamkeit auch haben und einfach mal ein bisschen wieder die Akkus aufladen, sagen wir mal so schön. Carina, ja, ist eine bemerkenswerte Frau. Ist für mich eine ganz starke Frau. Marcel ist ein wirklich toller Mensch. Und so einen Menschen habe ich noch nie in meinem Leben zuvor kennengelernt wie ihn. Ich hau dir eine rein. Ja, mein eigentlicher Rückhalt im Mittelpunkt des Tornados, würde ich jetzt mal so sagen. Das kann man so sagen, ja. Scheiße, das geht echt. Ganz früh habe ich angefangen als Cookie Girl, nannte man das. Wirklich so Cookies auch verteilen, Gästeliste, Guest Relation Management unten, Hostessenservice, so hat Carina hier angefangen. Also von ganz unten nach ganz oben, wenn man so will. Ja. Ich sag mal so, ich krieg's sogar heute noch nicht so ganz hin, dass ich immer wieder sage, du bist trotzdem mein Chef. Natürlich ist er auch am Ende des Tages mein Chef. Die Sache ist halt, Corona, Arbeiten, dieses ganze Herzblut, was wir da auch reinstecken, ist halt dann mal nötig bei uns, einfach mal wieder zusammenzukommen und mal wieder ein bisschen Zeit für uns zu haben. Weil wir auch versuchen, so ein bisschen mehr das Berufliche vom Privaten zu trennen. Bis hierhin und danach sind wir privat. Lass uns das Berufliche nicht mehr mit nach Hause nehmen, weil das hat in den letzten Jahren war das immer so, dass egal wo wir wann wo gewesen sind, die Resi war halt immer Thema. Und das wollten wir halt einfach mal einführen, dass wenn wir dann sagen, jetzt ist Feierabend, ist auch Feierabend. Verfickte Scheiße! Schon wieder Kosten. Quatsch. Nein, ich kann dir das jetzt noch nicht sagen. Gib mir einfach mal ein paar Minuten Zeit. Ich arbeite 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Das ist einfach so. Ich bekomme den Rechner nicht aus. Und in Florenz war es so, ich brauchte das für mich, weil ich viele schriftliche Sachen nicht abgearbeitet habe. Ich habe, glaube ich, über 70 Mails geschrieben. Und ja auch telefoniert, also ich bin ja auch erreichbar. Urlaub sieht anders aus. Ja, Katastrophe ist das. Die komplette Decke. Verkabelung, alles. Alles ist noch offen. Und ich habe den TÜV-Termin in 12 Tagen. Der macht einfach seinen Job nicht. Ist mir zu bequem, kann ich hier, oh, du magst mich nicht, oh. Was soll das denn? Das ist doch unnötig. Wir dachten so, okay, es geht im November dann langsam wieder los. Das war für mich natürlich ein Zeitraum, wo ich sagen kann, okay, das ist abschätzbar. Wir arbeiten jetzt auf den November hin. Und dann dachte ich mir,
cool, jetzt geht's endlich los und so. Mein Job fängt endlich richtig an. Wir werden am 19. den Laden auf. Nein, ich sehe da keine Gefahr. Also natürlich, die Verkündigung war der Hammer. Wir haben in Florenz gesessen, in so einer richtig tollen Rooftop-Bar, haben uns zusammen eine schöne Champagnerflasche genehmigt. Und ja, und dann genau um 20 Uhr ist dann das Video rausgegangen, dass wir dann wieder öffnen werden im November. Nein, du sollst es zumachen, Schatz. Ja, Ja, da ist ein Knopf abgegangen. Arme Familie. Aber das ist auch süß, dass du mir den Arm hochkrempeln willst. Boah, wie eng ist das denn? Bin zu dick, ich war in Italien. Es ist viel zu tun auf jeden Fall. Also seit wir das verkündet haben am Samstagabend, steht das Handy eigentlich nicht mehr still. Ich bin eigentlich ununterbrochen dran. Man muss das auch mal angezogen sehen. Ja, du musst das abmessen, von oben, vom Kragen runter. Also schon so hier so in die Mitte des Rückens. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Dann wurden die Türsteher natürlich auch mit Garderobe ausgestattet, die ganzen Hostessen, die Flaschengirls mit Schuhen, mit Klamotten und so. Also da wurde auch dann nochmal kräftig Gas gegeben. Das geht morgen in die Druckerei, ne? Ja. Super. Und nur zur Info, das mache ich jetzt nicht nur, weil die Kamera dabei ist. Erik, lass die Rolex bitte an! Also der Laden war top, der Laden war fertig, die Theken waren voll, die Eiswürfel waren auch schon fertig, es war alles fertig, alle waren ausgestattet, alle waren kurz vor der Anmeldung. Und eine Woche bevor wir dann aufmachen wollten, sind die Zahlen rasant angestiegen. Ja, herzlich willkommen wieder zur Krisensitzung. Was ist denn die Resonanz, wenn du jetzt 3 Wochen aufmachst und dann zumachen musst? Wenn wir 3 Wochen aufmachen und wieder zumachen müssen, dann wird Folgendes passieren. Alle müssen wieder abgemeldet werden. Es wird einen sehr großen Dominoeffekt geben bezüglich des Personals, der Angestellten, weil das Vertrauen einfach auch weg ist. Die Leute alle anzumelden und die Leute aus der Kurzarbeit rauszunehmen, ist ja auch für das Unternehmen auch eine finanzielle Sache. Und wenn du dann nur 4 Wochen auf hast und etwas Geld verdienst, kriegst du ja auch keine Zuschüsse mehr. Das heißt, wenn du dann wieder zumachen musst, fängst du ja wieder bei Null an. Dann, ganz ehrlich, dann springe ich von der Brücke. Egal welche Entscheidung du am Ende triffst, wir stehen auf jeden Fall hinter dir. Uns Das weiß ich auf doch. gar keinen Fall verlieren. Wir werden jeden Tag hier sein und wir werden alles geben. Egal, ob wir jetzt heute aufmachen, morgen oder erst im März. Das weiß ich doch. Wir sind immer da, aber Nach unserer Rückkehr gab es natürlich dann das eine oder andere Meeting, wo man schon gemerkt hat und gespürt hat, dass die Mitarbeiter oder Chris, Carina, Caro und alle anderen verunsichert gewesen sind. Also bevor das jetzt gleich online geht, wurde jeder Mitarbeiter, jeder Türsteher, jeder DJ, jeder Künstler, alle darüber informiert, was jetzt gleich passieren wird. Natürlich waren alle heiß drauf, dass man jetzt aufmacht, dass man wieder den normalen Flow hat, aber also die Gegebenheiten waren halt nicht da. Ich meine, die Zahlen heute Morgen 53.000. Also 53.000 Infektionen. Morgen haben wir die 60. Das geht jetzt hier ab wie die Feuerwehr. Es ist die Hilflosigkeit in persona, gegen einen unsichtbaren Gegner anzutreten, fremdgesteuert zu sein. Das ist das, was mich am meisten kaputt macht. Das ist das, was mich zerstört. Wir haben hier unten in der Treppe gestanden und ich stand vor ihm und habe gesagt, lass uns bitte die Resi aufmachen. Bitte, bitte, lass uns die Resi aufmachen. Wir nehmen jetzt das Video auf. Und er hat gesagt, nein,
Ich bin mir zu 100% sicher, dass wir ein paar Wochen später wieder zumachen müssen. Und deswegen werde ich das nicht sagen. Der logische Menschenverstand hat halt gesagt, wenn die Zahlen weiter steigen, ist hier sowieso wieder in 2 Wochen Feierabend. Und dann bleibt halt der ein oder andere auf der Strecke. Und das wollten wir ja auch nicht. Wir wollten ja, dass das Team, so wie das ist, diese Zeit komplett übersteht und dann mit Vollgas quasi bei einer richtigen Eröffnung auch dann langfristig weiterarbeitet. Ne? Wir müssen noch einmal über den Berg drüber, so noch mal einmal der tiefste Winter. Da lachst du ja selber, ne? Noch einmal die 4. Welle reiten. Ich sage das jetzt so lustig, aber es ist ja bitter traurig. Die brennen ja alle. Das ist ja dieses Chaka, wir schaffen das und jetzt geht's los und BAM! Und ich bin ja auch der BAM, der sagt, lieber nicht. Muss einen guten Filter drüber machen. Liebe Nachtresidenz-Familie und Freunde, für kommenden Freitag und Samstag ist unsere große Eröffnung geplant. Leider muss ich an dieser Stelle sagen, dass wir das nicht gewährleisten können. Wir haben ein Verantwortungsbewusstsein. Ich habe ein Verantwortungsbewusstsein. Über die gesamte Krise, seitdem wir am 13. bzw. gemeinsam und ich selber entschieden haben, die Nachtresidenz zu schließen, können wir an der Stelle nicht aufmachen, wo die Zahlen am höchsten sind. Wir sind mit Herzblut dabei. Und das ist wichtig für uns. Und das ist auch wichtig für dich in Zukunft. Musste ich weinen, jetzt weine ich auch schon. Also, ciao. Oh, Scheiße. Oh, fuck. Machen wir so, ne? Machen wir, das war gut. Ich hatte auch schon Pipi in den Augen. Das wird gut. Kriegen wir das hin? Ja. Ihr hört Antenne Düsseldorf am Nachmittag mit Marc Pesch und das ist eine gute Nachricht für die Eventbranche und für die vielen Restaurants und Kneipen in Düsseldorf. Endlich sollen alle Maßnahmen und Vorgaben, die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie eingeführt wurden, jetzt am Wochenende aufgehoben werden. Alle dürfen ohne Einschränkungen, ohne Maskenpflicht oder Ähnliches wieder öffnen und zum normalen Betrieb zurückkehren. Also ich bin mega nervös, was den heutigen Abend angeht, weil ich es nicht einschätzen kann, was das für eine Party wird. Deswegen bin ich schon skeptisch. Also man denkt ja immer, es kann nicht mehr schlimmer werden und das war's jetzt. Die Vergangenheit hat ja gezeigt, dass doch immer noch irgendwas passieren kann. Und klar, es ist natürlich, weil wir das jetzt auch einfach so schlimm gewohnt sind, habe ich jetzt natürlich auch wieder Angst. Ja, jetzt machen wir wieder auf. Wer weiß, was jetzt kommt. Kommt da noch mal eine Welle? Kommt jetzt was ganz anderes? Boah, wird es dann echt noch mal schaffen? Ja, weil, wie du gesagt hast, es ist halt mega kräftezehrend. Sehr emotional, also sehr emotional aufgeladen. Ich war gerade eben mit meinem Hund spazieren und dann ging das Ding, 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 Ding. Aber da bin ich nicht der Einzige. Also alle sind aufgeregt. Ich bin richtig aufgeregt. Ja, jetzt wird sich zeigen, ob alles funktioniert. Die Nachtresidenz hat eine relativ große Fanbase. Wir haben sehr, sehr viele Stammkunden. Die Leute sind sehr heiß drauf, wiederzukommen. Das merkt man ja auch auf WhatsApp, auf Instagram und so weiter. Deswegen mache ich mir da eigentlich keinen Kopf, dass die Nachtresidenz nicht voll wird. Ich weiß ganz genau, wann ich noch einen Peak setzen muss. Ich weiß ganz genau, wann noch ein Gewinnspiel raus muss. Da werden wir noch die ein oder andere Promotion-Aktion oder ein Ass aus dem Ärmel holen, dass der Laden hier schon voll sein wird. Da kannst du dir auf jeden Fall sicher sein. Es sind schwierige Zeiten. Schwierige Zeiten
wo ein Nachtclub wie eine Nachtresidenz sich neu erfinden muss. Das hat im Grunde genommen mit dem Schließen der Nachtresidenz damals angefangen. Das war schon damals keine einfache Entscheidung, weil wir nicht wussten, wo werden wir landen. Wie lange wird das gehen? Genau vor 2 Jahren hat hier die letzte Veranstaltung stattgefunden. Wir haben die Möglichkeit, jetzt, heute, hier, gemeinsam die Geschichte weiterzuschreiben. Ich habe geweint, ich habe Angst gehabt, das Team hat Angst gehabt. Ich möchte gemeinsam mit dem Team, was mir bedingungslos vertraut, dir einen tollen Arbeitsplatz geben, einen sicheren Arbeitsplatz geben. Jeden einzelnen von euch, solange du hier bleiben möchtest. Und auf 3 möchte ich ein Let's Go Resi von euch. 1, 2, 3. Let's Go Resi! 2 Jahre später aufgemacht, Tag, genau. Da denkt man ja eigentlich nach Corona, ey, alle gehen wieder feiern. Das wird bumsevoll, es wird eine richtig geile Party. Wir haben alles, wirklich alles gemacht, was man sich nur vorstellen kann hier in der Nachtresidenz. Alles, was es gegeben hat, gab es an diesem einen Abend. Kam keiner. Mein schlimmster Albtraum war zu wenig Gäste. Patrick, ich brauche eine Zahl. Also ich meine, was soll ich denn noch machen? Ein Konfetti-Feuerwerk abfeuern? Also mehr Promotion kann man nicht machen in 1,5 Wochen. Und ich mache den Scheißjob schon 15 Jahre. Ja, das ist natürlich dann ein Brett, ne? Das ist dann, der hat sich natürlich, wie gesagt, vorgestellt, das sind da 2000 Mann und so. Und das, als das dann nicht kam, ich meine, der hatte natürlich auch hier Hostessen aufgefahren und Flaschen und Kostüme und volles Programm. Wenn dann nur da 500 Leute sitzen, dann kotzt du natürlich auch im Strahl, ne? Denkst du, guck mal, alles für den Arsch. War auch ein schwerer Rückschlag für den, der hat da auch ein bisschen dran gekaut, lange. Ich war so davon überzeugt, dass hier 1500, 2000 Leute vor der Tür stehen. Ich war so davon überzeugt, alles dafür getan zu haben, dass sie uns die Bude hier einlaufen. Ich wollte einfach nur nach Hause fahren. Ich saß unten im Restaurant, ich habe geweint. Ich war einfach enttäuscht. Das Gefühl, wenn du deine eigene Mutter oder deinen eigenen Vater weinen siehst, so genau das ist das Gefühl, wenn du deinen Mann weinen siehst. Und das war nichts Schönes, zu sehen, wie traurig er da unten sitzt und sagt, dass das nicht wahr sein kann. Ich habe halt gesehen, dass er richtig gebrochen ist. Also durch diese 2 Jahre zuzuhaben und dann passiert so etwas. Ich weiß gar nicht, ob man sich das dann noch antun will. Im Düsseldorfer Club Nachtresidenz ist in der Nacht die Decke eingestürzt. Gegen 5 Uhr morgens lösten sich plötzlich Teile einer abgehängten Decke. Dort hat sich dargestellt, dass Teile der Deckenverkleidung während des Betriebs der Diskothek abgestürzt sind. Im ersten Moment hat man nur einen lauten Knall gehört und man wusste irgendwie nicht, was geschieht. Und dann hat man nur Leute rumschreien hören, rausrennen. Im Moment war es Todesangst tatsächlich. Man denkt, man stirbt. Albtraum. Absoluter Albtraum. Und dann waren innerhalb von
Ich sag mal maximal 10 Minuten, 5, 6 Feuerwehreinsatzfahrzeuge vor der Türe, die Straße war gesperrt, Polizei, Kripo, was weiß ich, also die ganze Armada war dann da. Von der Leitstelle an alle Einheiten, kommen wir mit dringendem Einsatzanlass, Deckeneinsturz bei laufendem Betrieb in der Nachtresidenz, Anzahl an verletzten Personen derzeit unklar, alle Einheiten bitte vor Ort. Die ganze Straße voller Feuerwehrautos. Unfassbar. Hat mich nur gewundert, dass keine Hunde da waren, Spürhunde, um irgendwelche Leichen zu finden. Polizei war da, die Straße wurde abgeflattert, da wurden Gitter aufgestellt und so. Also es war gefühlt war es wirklich so, als würde das ganze Gebäude einstürzen. Und dann, als ich dann hier hochgesprintet bin und diese Szenerie gesehen habe, die Party war ja noch am Laufen. Also hier unten, wo wir jetzt sind, die Party war noch am Laufen. Ich habe gedacht, das war wie ein Film. Bin hier die Treppen hochgekommen und sehe auf einmal, wie so THW-Kräfte in so einem Tuch ein Mädchen raustragen. Und ich dachte mir nur so, ey, was geht hier ab? Also wirklich, sie war in einem Tuch eingerollt, hatte nur noch eine Sauerstoffbeatmungsmaske und die haben die runtergetragen und ich habe gedacht, was geht hier ab? Da müssen bestimmt Tote sein, das ist ja katastrophal. Ich erinnere mich in dem Moment dann auch nur noch, dass die mich auf den Boden gelegt haben, ganz flach, weil die dachten, das was mit meiner Wirbelsäule ist. Und dann bin ich erst im Krankenhaus wieder aufgewacht. Und das war für mich so auch nochmal ein Schock, weil ich dachte, oh Gott, wie lange ist das schon alles her? Wie lange liege ich schon hier? Weil gerade war ich noch quasi in der Nachtresidenz und jetzt liege ich im Krankenhaus und meine Mutter sitzt auf meinem Bett und weint. Das war halt so irgendwie auch nochmal ein Schock. Ich bin hochgerannt, habe den Marcel gesucht und Kevin kam zu mir und sagte, Carina, du musst sofort zu deinem Mann gehen, der ist fertig mit der Welt. Ich habe an nichts mehr geglaubt, weil ich mir einfach gedacht habe, wofür? Womit hast du das verdient? Wofür machst du das Ganze? Und warum jetzt? Warum jetzt? An dem Abend habe ich leider auch hier gesessen, ganz am Ende, ich glaube um 7:30, als der letzte Feuerwehrmann den Laden verlassen hat, habe mich auch gefragt, ob wir noch mal öffnen. Weil du ja in den 2 Jahren arbeitest du ja auch und denkst, also da ist ja die Frage, machen wir jetzt in 1 Monat auf, in 3, in 5, ist es ja irgendwie Licht im Tunnel. So, bei der Sache ist aber gar nichts. Also da ist nichts. Man weiß überhaupt nicht, ob die Resi nochmal aufmacht oder nicht oder was das jetzt die Konsequenzen sind oder das ist halt eine sehr beschissene Situation. Wir müssen jetzt erstmal gucken, was jetzt die nächsten Wochen, Monate oder Tage hier passiert. Das kann sich ja von einem auf den anderen Tag immer irgendwie was Neues ergeben. Das weiß man ja halt nicht. Ne? Schon ätzend. Das ist schon ätzend. Stress ist im Grunde genommen gar nicht in Worte zu fassen. Also die letzten Tage waren echt psychisch massiv anstrengend. Schlaflose Nächte, sehr viele Gespräche, aber es sieht nicht gut aus. Also mir geht's nicht gut, nee. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich weiß noch nicht, wo die Reise jetzt hier hingeht. Es kann sein auch, dass die Nachtresidenz nie wieder öffnen wird. Die Mitarbeiter spüren, dass da was natürlich im Argen ist. Die Kündigungen, die ausgesprochen worden sind, waren jetzt die ersten. Und ich gehe davon aus, dass es nicht die letzte waren. Es sind jetzt noch 7 angestellt. Ja, von damals. Dann insgesamt mit 450 Minijobbern und Teilzeitkräften sind es insgesamt 176 Kündigungen gewesen. Plus ein paar Festangestellte.
Am liebsten will ich einfach nur hier weg und denke, dass das ein doofer Albtraum ist, der irgendwie wahr geworden ist. Dass das jetzt passiert, das ist eine Katastrophe. Ich weiß teilweise nicht, was ich mit mir selber anfangen soll oder was ich mit meinen Mitarbeiterinnen anfangen soll. Ich muss einfach ehrlicherweise auch gestehen, ich weiß auch nicht, wie viel Energie ich am Ende des Tages noch aufbringen kann und Enthusiasmus und Visionen aufbringen kann, hier irgendwie weiterzumachen. Weil das ist, es gibt ich habe gar keine Zeit, nicht eine Minute daran verschwendet, wie kann es hier überhaupt weitergehen? Wie kann eine Party überhaupt aussehen? Also man fragt sich natürlich auch, wie sowas in Deutschland überhaupt passieren kann. Also wie kann es sein, dass man auf der Arbeit ist und die Decke einstürzt? Wie kann es sein, dass er 2 Jahre umbaut und danach die Decke einstürzt? Also so, das geht für mich einfach nicht. Der Marcel hat sich das erste Mal bei mir gemeldet, als ich im Krankenhaus lag. Am nächsten Tag hat er mir eine SMS geschrieben, wenn ich was brauche, soll ich mich melden und liebe Grüße. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass es ihn sonderlich mitgenommen hat, was einem selber passiert ist, sondern dass es ihm mehr um seinen Laden ging. Im Nachhinein hatte man auch eher das Gefühl, dass er das für seine Aussage in der Zeitung gemacht hat, weil nämlich am nächsten Tag ich ein Foto bekommen habe von einem Zeitungsausschnitt, wo drin stand, wir sind im engen Kontakt mit den Leuten im Krankenhaus. Also das war dann irgendwie so, hast du das jetzt nur dafür gemacht? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich musste erstmal ein bisschen Abstand nehmen von der ganzen Situation, weil ich bin ja auch privat davon betroffen. Der Marcel ist ja mein Mann und ja, wir sind eigentlich ein gutes Team. Wir waren immer ein sehr, sehr gutes Team und aktuell ist das ein bisschen schwieriger. Ja. Wir hatten in den ganzen Jahren, die wir zusammen sind und jetzt auch mittlerweile verheiratet, nie so wenig Gemeinschaft in Gedankengängen und das ist hart. Ja. Fuck. Das bedrückt dich das auch sehr, sehr. Voll, ja. Das ist ganz schlimm. Ja. Also man hat das Gefühl, es geht immer nur um Ruf, Image und um Geld. Schwierig für mich einzuordnen, wie Marcel wirklich ist und was nur der Entertainer dahinter ist. Just let a man breathe and just hush so my mind could just cease so my mind don't erupt. At times I feel I can't get enough, but I sip a double cup and I spin a couple bucks. Ja, wir sind gerade unterwegs zu meinem Elternhaus, wo ich aufgewachsen bin. Eine 3-Zimmer-Wohnung, 70 Quadratmeter. Hier habe ich angefangen, Fußball zu spielen in Garat. Da oben in dem Hochhaus haben wir immer so Stinkbomben gebaut und haben die dann im Hausflur gezündet. Und da hinten, da war der Jugend- und Kinderclub, wo ich aufgewachsen bin. Mit meinem Bruder und meinen ganzen Freunden und Freundinnen damals. Es war auch in der Familienkonstellation immer so ein bisschen schwierig. Aber dann, als der Autounfall von meinem Vater gewesen ist, der lag auch im Koma. Und über Jahre zog sich auch der Prozess, ist die Familie halt immer mehr und mehr auseinandergebrochen. Mein Vater, meine Mutter haben sich dann getrennt nach 30 Jahren Ehe. Und damit ist die Familie halt auch nochmal sehr auseinandergegangen. Und das liegt auch an der Tatsache, dass meine Mutter und mein Vater ja auch dementsprechend nicht so eine tolle Kindheit hatten. Und viele Dinge auch nicht besser gewusst hatten, was die Erziehung von meinem Bruder und von mir anging. Aber es gibt halt natürlich auch den Kontrast dazu, dass mein Vater schon das ein oder andere Mal meinen Bruder und mich dann auch zurechtgewiesen hat, auf seine Art und Weise. Wir wurden halt auch geschlagen, um es auf den Punkt zu bringen. Wir sind hier an der Schule in Garat, wo ich dann hinterher hingekommen bin, als ich von der Realschule geflogen bin.
als ja, nicht so pflegeleichtes oder pflegeleichter Schüler. Ja. Gemischte Gefühle, wenn man hier so steht. Ich musste mich halt auch immer wieder durchsetzen. Warum auch immer. Wenn man hier jetzt nicht mit den Großen irgendwie mitgeschwommen ist, da hat man schon auch von den Großen einen drüber gezogen bekommen. Wir sind auch auf andere Schulen gefahren, das muss man sich alles mal vorstellen. Wenn ich das alles so sage, da sind wir zur Realschule gefahren und haben da einfach, weil es, keine Ahnung, Rivalität auch war, und da haben wir uns da geprügelt. Also wir sind jede Pause, sind wir hinten am Sportplatz übers Gitter gesprungen und dann gezwiebelt. War dann hinterher auch schon echt übel, dann auch im Unterricht zu sitzen. Damals in der Schule mit den Jungs war es halt auch so, war die erste Zeit Kontakt mit irgendwie mit Drogen, also mit Kiffen, ne? mal ein Joint durchziehen. Ein paar Jahre später kam dann damals mein Freund auf mich zu, also damals mein bester Freund. Gesagt, hey, wenn du Lust hast, ich möchte jetzt keine Namen nennen, der bla bla bla, der steigt jetzt aus. Wenn du möchtest, kannst du mit einsteigen. Und dann haben wir beide wir haben angefangen, Gras zu verkaufen. Und das haben wir ziemlich gut gemacht. Also ziemlich gut in Form von, dass wir da ziemlich gut leben konnten von. Wir haben im Monat ungefähr 3 Kilogramm Gras verkauft. Wir haben 10 Euro genommen, der stabile Zehner. Kopfrechnen können die Zuschauer ja selbst. Ich denke, wenn ich das so in der Rückschau jetzt gerade so erzähle, wenn ich das nicht gemacht hätte, würde ich nicht hier sitzen. Wir waren feiern ohne Ende und dann sagte er, hey, lass uns doch eine Party machen. Wo denn? Das war früher der Benrather Bahnhof, da bin ich auch feiern gegangen. Tolle Zeit auch. So viel Spaß gehabt. Und dementsprechend habe ich gesagt, lass uns da eine Party machen. Ja, unterschreib mir den Vertrag hier, 2.500 Euro Mindestverzehr und dann kannst du die Bude haben. Unterschrieben und dann ging's los. Und von dem Zeitpunkt an, ich weiß nicht, was das mit mir gemacht hat, aber es war irgendwie wie eine Sucht. Ich konnte nicht mehr loslassen. Ich wollte das immer mehr verbessern. Schau, dieses Wort, du bist ein gemachter Mann, das ist ja wie so ein schwebender Balken über einen. Der kann ja auch einmal auf den Kopf fallen. Ja, natürlich bin ich gut aufgestellt. Natürlich habe ich gutes Geld verdient. Aber der Weg dahin, was ich alles aufgeben musste, auf was ich alles verzichten musste, ich habe auch sehr viel verloren. Emotional auch verloren. Das ist einfach so. Das sehen die Menschen nicht. Die Menschen sehen den Marcel Oebracht nicht zu Hause. Die sehen meine Instagram-Postings, die sehen meine Facebook-Postings, blame, blame, blame. Ja klar, soll ich posten, ich finde, mir geht's scheiße, interessiert doch niemand. Wie fandest du denn die letzten Monate, bis wir jetzt hierhin geflogen sind? Brutal. Ja? Ich war brutal überarbeitet. Ich bin morgens um 6 Uhr aufgestanden und bin abends um 1 Uhr, 2 Uhr nachts nach Hause gekommen. Und war durchgehend am Hasseln. Und es ist ja nicht so, als hätte das aufgehört. Ich kann die ganze Scheiße nicht. Ich kann das nicht mehr. Also wie ich dich in deiner schlimmsten Situation einfach mitbekommen habe, bis kurz vor Abflug. Wo du auch gesagt hast, immer Carina, ich weiß nicht, ob du das nicht siehst, aber mir geht es halt einfach nicht gut. Ich muss hier einfach weg. Ich habe total die Panikattacke bekommen. Ich saß im Auto, ich hab so heftig geschrien. Mir ist schwarz vor Augen. Ich habe danach angefangen zu weinen, weil ich einfach fix und fertig war. Weil die Belastung einfach wieder hoch war. Alle wollen irgendwelche Entscheidungen von mir getroffen haben, die ich gar nicht entscheiden kann. Und das ist halt einfach scheiße. Und ich habe einfach gesagt, jetzt reicht einfach jetzt. Es geht jetzt um uns, es geht um mich, es geht um dich. Und wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen, die heißt wir und nicht die anderen.
Welcome, ladies and gentlemen, to Reality Ölbracht. To celebrate together. Kann ich das gleich schlackern? Ich meine, kannst du mir einen schlackern? Kannst du mir einen schlackern? Ja klar, Baby, komm her. Später, ne? Warte ganz kurz. Ja. Aber nie, genau, weil ich besser kochen kann. Schneller? Gar nicht. Ja, klar. Nö. Ich kann viel besser kochen. Ist klar. So. So, die meisten Menschen würden jetzt sofort in diesem Rührei Gas geben und das ist ein Fehler. Was macht man denn wieder? Man muss warten, bis es anstockt und ganz langsam ziehen. Sonst hast du nämlich gehacktes Rührei. Das mag ich nicht. Hackfleisch. Dann hat man nur so kleine Pissels. Genau. Heute Morgen war es noch der sterbende Schwan. Ja, jetzt willst du mich auch noch küssen? Klar. Küss mich. Nee, sag mal ehrlich jetzt. Was ist denn los? Ach, ich weiß warum. Weil ich dir die 2 Ibuprofen gegeben habe. Ach so, warte ganz kurz. Oder was? Ich mag das nicht, krank zu sein. Ja, wer mag das schon? Ja klar, übertrieben Durchfall. Von der ganzen Sauferei. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich denke eher von dem Fisch gestern. Von dem Fisch? Guten Morgen, Katrin. Ich habe keinen Durchfall. Ich habe auch den Fisch gegessen. Also meine finanziellen Rücklagen, ergo unsere, die waren, bevor Corona angefangen hat, natürlich am Höchstpunkt. Dadurch, dass wir natürlich auch gelebt haben über die letzten 2,5 Jahre, ist es halt so, dass das Fundament mehr oder weniger aufgebraucht ist. Nee, anders gesagt, es ist aufgebraucht, es ist einfach so. Und wir müssen die Miete jetzt auch wieder voll bezahlen, weil wir jetzt alles fertig auch haben. Also der Vermieter hat ja alles wieder instand gesetzt. Wir haben selber Geld in die Hand genommen. Wir haben die Decke ja komplett renoviert gehabt, also komplette Kassenbereich. Das hat über 70.000 € gekostet. Und die Schuldfrage ist immer noch nicht geklärt. Und deswegen ist jetzt auch die Entscheidung, die Resi aufzumachen, einfach eine reine finanzielle Entscheidung. Wenn ich jetzt nicht öffnen würde und wir kein Geld verdienen, dann müssten wir uns was Neues suchen. Dann müsste ich sagen, wir müssen jetzt aufhören. Ja. Wir müssen ganz klar sagen, okay, wir müssen jetzt ein Ausstiegsszenario planen, weil ich habe ja eine Verantwortung einmal gegen den Mitarbeitern über, aber in erster Linie auch uns beiden gegenüber, dass ich uns nicht ins Unglück stürze. Wir müssen jetzt öffnen, wir müssen jetzt Geld verdienen. Hinter jedem Öffnungstag steht ein Umsatz, den ich brauche, um plus minus null zu sein. Den wir brauchen für dieses Jahr. Für dieses Jahr. Es geht ja keiner mehr wirklich fein. Krieg, Energiekrise. Wie schafft man es da im Grunde genommen, Menschen noch zu begeistern? Ich muss ja 750 Menschen nur überzeugen. 750 Menschen davon überzeugen, einen mitzubringen. Und selbst das bekomme ich kaum bis gar nicht mehr hin. Unser Grand Opening, endlich. Starten wir mit einer Ü30-Party. Ja, auch untypisch. Muss ich tatsächlich einfach sagen, ist für mich eine Beobachtung auf dem Markt, dass das ältere Publikum Lust auf so Formate hat. Der Zuspruch ist gut, da steht ein Umsatz hinter. Ich bin auch von der Resonanz, die da auch auf uns zukommt, total überwältigt. Ich werde alle da kennen. Es werden so viele alte Freunde kommen, Bekanntschaften, alte Gäste, Stammgäste. Das wird so eine, guck mal her, da kriege ich eine Gänsehaut. Das ist qualitativ das, was ich mir natürlich für eine Nachtresidenz wünsche. Achtung! Also unverändert, alle Tische sind ausgebucht. Die Tickets sind jetzt bei Anschlag 800. Also der Hype ist da und ich glaube, das wird ganz gut werden. Wir haben Bock auf jeden Fall.
Also ich habe die ganze Zeit immer diesen immensen Druck in mir, halt performen zu müssen. Ich habe mir auch Hilfe gesucht. Ich mache eine Therapie. Dafür schäme ich mich kein bisschen. Im Gegenteil. Das hat mir unfassbar, mein Gott, geholfen, meine Aggression im Zaum zu halten. Ein Spaß. Hi Papa. Hallo Marcello. Hi. Na du? Hi. Ich habe es noch nicht geschafft zurückzurufen. Ist nicht schlimm, alles gut. Ich habe mir schon gedacht, dass du mit den ganzen Events jetzt richtig Stress an der Backe hast. Volle Pulle. Ja. Also als wenn es keinen Morgen mehr gäbe. Wie geht's dir jetzt besser? Also mir geht's gesundheitlich auf jeden Fall besser. Ja. Ich nehme die Antibiotika-Tabletten ja jeden Tag. Ja. Alkohol habe ich bisher nur ein Bier getrunken. Ja, das ist auch gut. Das so. heißt schon was. Das habe ich, glaube ich, die letzten 2 Jahre nicht geschafft. Ja. Also gesundheitlich geht es mir auf jeden Fall besser. Nein, das ist ja, ich meine, dass es toll ist, aber du sagst ja genau, das sprichst mir das Seele. Ja, Wir dürfen jetzt und das funktioniert. Das Einzige, wo es was dauern wird, ist, wenn die Leute sagen, ich habe mich doch nicht registriert. Das wird dauern. Das funktioniert nicht. Das ist so viel Zeitaufwand. Ohne Das Scheiß. ist egal. Nein, das ist zu viel Zeitaufwand. Das ist Pipifax. Ja, aber dann ist alles Pipifax. Nein, das ist nicht Pipifax. Reinfrimmeln. Mein Gott, dann machst du einfach so, bitteschön. Das ist doch jetzt Kindergarten. Es werden gleich 22 Uhr. Avanti, bis zur Kö die Leute stehen. Unterschätzt es nicht. Tschüss. Ja, fick dich, Alter. Ich hab da keine Zeit für so Gespräche. Ciao, ciao. Ja, jetzt fängt langsam die Nervosität an. Also mir geht's auf jeden Fall gut. Aber wenn ich natürlich hier stehe, ich bin jetzt gerade die Treppen hochgekommen, habe ich mir gedacht, so, ist halt schon ein riesen scheiß Gefühl. Ne? Es ist taggenau 6 Monate. Ich weiß nicht, irgendwie. Ach Mann. Oh Mann. Ich glaube, man kann sich keine Vorstellung machen, weil ich die letzten Monate einfach durchstehen musste, um jetzt auch hier zu stehen. Und natürlich habe ich auch Angst davor, dass wieder was passiert, dass was schief läuft. Es wird was schief laufen. Scheiße. Und es muss jetzt einfach auch weitergehen, weil einfach für mich auch meine Zukunftsperspektive, die Zukunftsperspektive aller Mitarbeiter davon abhängt. Wir starten jetzt in einem unfassbar schwierigen Markt einfach auch rein. Ich habe aus den Fehlern gelernt, die wir damals gemacht haben. Und ich hoffe einfach, dass die Mitarbeiter heute belohnt werden. Die letzten 6 Monate waren für uns alle nicht einfach, das, was damals passiert ist. Es war ein Riesendrama. Die Chancen standen am Ende des Tages auch nicht gut, dass wir überhaupt wieder öffnen. Es war die schlimmste Zeit meines Lebens. Und dementsprechend, ihr habt mein Vertrauen zu 100%. Heute werden wir Düsseldorf wieder zeigen, der Zug Nachtresidenz fährt los. Der fährt nicht mit mir los, wir fahren alle los. 1, 2, 3. Uah!
Was funktioniert nicht? Was denn? Was funktioniert nicht? Die machen das nicht. Die sind abgefuckt. Die Leute sind ultra abgefuckt, dass sie sich registrieren müssen. Ich habe doch gesagt, ich habe von Anfang an gesagt, das, was am meisten Zeit bringen wird, ist, dass die alle noch nicht vorher registriert sind und sich dann in den Schlauch stellen und sagen, hä, wofür muss ich das denn machen? Carina, ja, wofür machen wir das? Ja, schon klar, wofür wir das machen, aber als Gast, wenn ich jetzt schon 45 bin und dann irgendwie Handynummer... Ja, aber du musst Club mir das doch nicht ausfüllen erklären. muss, Dann lass es sein. Dann treff Entscheidungen. dann nehme ich lieber die E-Mail-Adressen, die sich alle ein Ticket gekauft haben und jag die in die Werbeanzeige rein, als dass ich die jetzt hier durch den Schlauch rennen lasse und mit Nachrichten vollballer, wo da am besten noch 50 Anwälte von sind. Mach es. Der König der Nacht, der ist vielleicht lieber der Herr der Träume. Ein König, ne, so sehe ich mich nicht. Ne. Was sind die Erfolge denn aus der Vergangenheit wert? Was interessiert die Party von gestern? Niemanden. Das Einzige, was wir daraus machen, ein bisschen Content entstehen zu lassen und dann 4 Wochen zu warten, um dann die nächste Party zu schmeißen. Und dann kommst du am Montag ins Büro, die Kugel dreht sich weiter, der ganze Zirkus läuft weiter. Ich denke, dass es ein schmaler Grat ist zwischen der echten Welt und dem, was an so einem Abend passiert. Du siehst am Wochenende die Leute, die Bock haben, die feiern, die Freude haben. Ey, du hast Spaß, du stößt mit deinen Kollegen an. Das ist dieser Rausch, in dem man ist. Junge! Und dann, wenn man montags halt wieder ins Büro kommt, kommt man eben wieder in diese normale Welt. Und genau dieses zwischen Schall und Rausch zu sein, ist für mich, zwischen diesen 2 Welten zu sein, das nimmt einen einfach auseinander. Am liebsten hätte ich mir gewünscht, dass wir den Laden gar nicht erst wieder aufgemacht hätten. Ja. Ist auf jeden Fall stressiger als vorher, habe ich das Gefühl, weil viele Leute auch nicht mehr da sind im Team. Durch den Deckeneinsturz mussten wir viele kündigen. Deswegen bleibt jetzt sehr, sehr viel auf unseren Schultern liegen. Also ich muss ehrlich sagen, der Beruf hat sich noch nie so stark auf unser Privatleben ausgewirkt wie jetzt aktuell. Und das ist schon traurig. Ja. Ich hoffe, es gibt auch wieder bessere Zeiten. Ach. Ich habe mittlerweile das Gefühl, es ist mittlerweile noch schlimmer als vorher. Es ist halt schwierig, ne, wenn man schon so lange unterwegs ist und es einfach im Beruf nicht einfacher wird und ja, immer mehr Probleme halt einfach auftauchen und keine Ahnung, wenn es einfach das ganze Leben nur noch um die Arbeit geht, das ist halt schwierig, ne? Habe ich kein Problem mit, ob die Ehe das durchhält, das weiß ich nur nicht. Ohne Marcel bin ich doch nichts. Ich weiß, dass ich wieder erfolgreich sein würde oder so. Und meinen Weg gehen würde, aber sonst habe ich nichts im Leben außer ihn. Nichts. Ich meine, eine Beziehung, die nicht
ein Auf und Ab hat oder immer geradlinig verläuft. Natürlich, wenn man mit zusammenarbeitet, das tun wir ja auch jetzt schon ein paar Jahre, da ist das ganz normal, dass es ein Auf und Ab ist. Aber natürlich jetzt unter den Voraussetzungen der letzten Jahre ist das natürlich eine Extremsituation. Ich sehe das nicht so negativ. Im Gegenteil. Du, das ist doch ganz einfach. Deine Freundin verhält sich ein bisschen komisch, du verhältst dich ein bisschen komisch, es läuft 1-2 Wochen nicht so gut, dann wird alles direkt sofort in Frage gestellt. Nur weil ein Fußballspieler 2 schlechte Spiele gemacht hat, heißt es ja nicht am Ende des Tages, dass er ein schlechter Fußballer ist. Und in der Beziehung gibt es halt diese Auf und Abs, wie im beruflichen Leben, die alle Menschen haben. Wir haben alle Probleme. Dass Carina dann aus solchen Situationen sagt, oh, das ist halt schwierig, die ganze Situation, ob die Ehe das aushält. Ich meine, ob man für immer zusammen bleibt, das weiß kein Mensch. Das kann auch keiner einem versprechen. Und jeder, der es tut, der ist für mich einfach ein Lügner. Ich liebe diese Frau über alles und werde auch alles dafür tun, dass das auch in Zukunft so bleibt. Plan mal die nächsten 3 Monate. Früher konnte man über 2-3 Jahre irgendwie so sagen, hey, da sehe ich mich, das ist hier die letzten 3 Jahre, Quatsch. Wir kommen ja gar nicht mehr mit. Wo stehe ich? In 3 Monaten, in einem halben Jahr, wo stehst du? Du, meine Mitarbeiter, niemand kann das. Das Hier und Jetzt kann keiner festhalten. Was die Zukunft bringt, weiß keiner. Jede Entscheidung, würde ich wieder sagen. Jede. Warum? Weil es kein richtig oder falsch gibt. Weil ich ein Überzeugungstäter bin, weil die Nachtresidenz auf ist, weil ich gesund bin, weil ich tolle Reisen gehabt habe. Ich habe gut gegessen, ich habe gut getrunken, ich habe gelacht, ich habe geweint, das gehört alles dazu. Ich habe einfach versucht, das zu machen, was ich mache. Ich kann versuchen zu sein, wie ich bin, und ich habe mich nie verbiegen lassen. Von niemandem. Das werde ich auch in Zukunft nicht tun. Aber am Ende des Tages ist das Leben ja keine gerade Linie. Jetzt mal nach links, mal rechts. 5 Meter zurück, 50 Meter zurück und 500 nach vorne. Und deswegen würde ich das alles wieder so machen. Alles. Es ist einfach noch nicht zu Ende.